Das Dorf Sangha mit seinen rund 2000 Einwohnern befindet sich 30 Kilometer östlich von Kathmandu in der Nähe von Bhaktapur, auf etwa 1500 Metern über dem Meer. Das Dorf ist relativ leicht erreichbar, da es an der wichtigen Hauptstraße liegt, die Kathmandu mit der chinesisch-tibetischen Grenze verbindet. Bereits vor mehr als 18 Jahren kamen die ersten Kontakte zur Dorfgemeinschaft von Sangha zustande. Damals unterstützte die Gründerin unseres Vereins, Helene Egger-Matscher, und einige ihrer Freunde die Schulkinder des Dorfes. Während eines ihrer Besuche vor Ort bemerkten sie die vielen Frauen und Kinder, die viele Stunden lang vor den wenigen Wasserstellen ausharrten, in der Hoffnung, 1-2 Kanister Wasser zu ergattern. Danach mussten sie noch kilometerweit nach Hause tragen. Helene Egger-Matscher war sehr berührt davon, aber auch verwundert. Eine Wasserversorgung mit einem Wasserpunkt bei jedem Haus müsste doch machbar sein, so argumentierte sie gegenüber ihren nepalesischen Partnern. Jaya Rajbandari und Prachanda Pradhan hatten bereits einige Jahre vorher, ebenfalls auf Anregung von Helene, den gemeinnützigen Verein SEO Society for Each Other gegründet. Herr Pradhan war selbst in Sangha geboren und kannte sich sehr gut aus mit dieser Dorfgemeinschaft und ihren Gepflogenheiten. Da ihm die Idee der Wasserversorgung gefiel, beschloss er, das Unterfangen voranzutreiben. Beim Besuch der Vereinsvertreter von Pro-Nepal in Sangha im Jahr 2006 konnte Herr Prachanda bereits erste Fortschritte präsentieren. Ein Großteil der Dorfgemeinschaft hatte sich von Helenes Vorschlag mit Begeisterung anstecken lassen. Es war auch ein sogenanntes Wassernutzungskomitee gegründet worden, das die Projektideen sammelte und überparteilich mit allen Dorfbewohnern diskutierte. Das Komitee zeigte Margarita Köfler und Ernst Breyer auch die Lage der 7 neuen Quellen und die Position der angedachten Trinkwassertanks im Feld. Als gelernter Wasserbauingenieur konnte Ernst Breyer dabei helfen, einige kontrovers diskutierte Ideen zu bewerten und realistische Umsetzungsmöglichkeiten zu finden. Nachdem die gesamte Dorfgemeinschaft von Sangha schließlich überzeugt hinter dem Vorhaben stand, wurde ein Projekt samt Plan, Kosteneinschätzung und Finanzierungsantrag erarbeitet. Im Jänner 2008 konnte Pro-Nepal schließlich beim Amt für Kabinettsangelegenheiten der autonomen Provinz Bozen um Unterstützung ansuchen. Der Projektantrag sah Kosten in Höhe von 53.000 Euro vor. Davon erhoffte man sich eine 70-prozentige finanzielle Unterstützung, also rund 37.000 Euro durch die öffentliche Hand. Die Provinz Bozen genehmigte schlussendlich im Mai 2008 das Projekt und deren Teilfinanzierung. Am 10. Jänner 2009 begannen schließlich die Arbeiten, die rund 1,5 Jahre später, im Juni 2010, beendet waren. Bei einem großen Fest und im Beisein eines hohen nepalesischen Regierungsmitglieds, der Vertreter aller politischen Parteien und einiger Mitglieder von Pro-Nepal wurde die neue Trinkwasseranlage an die Dorfbevölkerung übergeben. In den darauffolgenden Jahren besuchten auch die beiden Landeshauptmänner von Südtirol, Luis Dornwalder und Arno Krombacher, das Dorf Sangha. Die neue Trinkwasserversorgung zeigte bald ihre Früchte. Sehr viele Familien zogen nach Sangha. Neue Bauparzellen waren schon ausgewiesen worden und standen kurz vor Baubeginn. Doch die großen Erdbeben des Jahres 2015 hatten Rückschritte mit sich gebracht. Einige Quellschüttungen waren deutlich verringert. Nur der Bau eines Tiefbrunnens konnte die Trinkwasserversorgung auf längere Zeit sichern. Die Dorfgemeinschaft ließ wiederum ein Projekt erarbeiten, das einen Tiefbrunnen und ein großes Ausgleichsbecken vorsah. Auch dafür wurde wieder mit Hilfe von Pro-Nepal ein Finanzierungsantrag an die autonome Provinz Bozen gestellt. Das rund 120.000 Euro teure Projekt wurde schließlich in 2 Teilen 2018 und 2019 finanziert. Viele technische Probleme und vor allem die Corona-bedingten Unterbrechungen sorgten für einige Hürden. Doch schließlich, nach 4-jähriger Arbeit und fast 13 Jahre nach der ersten Trinkwasseranlage, konnte auch die neue, erweiterte Anlage erfolgreich in Betrieb genommen werden.
Schon einige Tage vor der Einweihung gab es eine Besichtigung des neuen Ausgleichsbeckens. Es befindet sich auf rund 1680 Metern Meereshöhe und hat ein Fassungsvermögen von 150 Kubikmetern. Zur Füllung des Beckens wird das Wasser aus einem Tiefbrunnen am Dorfeingang von Sangha gepumpt. Der Brunnen liegt auf etwa 1520 Metern und entnimmt Wasser aus einer Tiefe von über 120 Metern. Derzeit wird das Ausgleichsbecken in 24 Stunden befüllt und in 72 Stunden entleert. Das bedeutet, dass eine gute Reserve für zukünftigen Mehrbedarf an Trinkwasser besteht. Ursprünglich war für das Becken ein Fassungsvermögen von nur 100 Kubikmetern vorgesehen gewesen. Das hätte bedeutet, dass der Tank schon nach 2 Tagen geleert gewesen wäre. Die Vergrößerung erwies sich also als richtige Entscheidung. Das Gleiche gilt auch für den ebenfalls umgesetzten Vorschlag, eine Löschwasserreserve vorzusehen. Die gesamte Anlage wird noch von Hand gesteuert. Wenn der Wasserpegel im Reservoir abnimmt, wird über Handy ein Mitglied des Wassernutzungskomitees angerufen, das dann zum Tiefbrunnen eilt und die Pumpe einschaltet. Auch eine Reserve-Tiefpumpe wurde für alle Fälle angeschafft. Eine Automatisierung der Anlage ist im Moment aber noch nicht vorgesehen. Viele Bewohner von Sangha kamen zu den Übergangsfeierlichkeiten der neuen Anlage zusammen. Mit Musik und Blumengirlanden begrüßten sie die Abordnung vom Verein Pro Nepal. Anschließend begann der offizielle Teil der Feier im Innenhof der Schule von Sangha. In einem großen Festzelt wurden die Gäste und Behördenvertreter begrüßt. आपसको निम्ति समाज काठमाडौँको त्यस्तै गरी विशिष्ट अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनका लागि पूर्व उपाध्यक्ष नेपाल कानुन आयोग सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पूर्व सदस्य एवं जया राज भण्डारीज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी प्रो नेपाल इटलीको उपाध्यक्ष अन्स प्रेयरज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथि आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रो नेपाल इटलीको कोषाध्यक्ष श्री क्रिस्टिन रुफिनी ज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथि आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेस वार्ड नम्बर 14 का वडा सभापति रोशन लामाज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माला ब्याज वितरण भइरहँदा यहाँ म केही अतिथि आसन ग्रहणका लागि म फेरि अगाडि जोड्छु।
Nach den lokalen Würdenträgern hielten auch Riccardo Ruffini, Vorsitzender von Pro-Nepal, und Pradhan Prachanda und Jaya Rajbandari vom Partnerverein SEO kurze Reden. Herr Prachanda hob die Wichtigkeit dieses Projektes hervor und bedankte sich für die nun bald 15-jährige Unterstützung durch die Südtiroler Freunde. Er bat die Bevölkerung, sparsam mit dem Trinkwasser umzugehen. Gleichzeitig erinnerte er die politischen Vertreter daran, dass die Projekte zur Entwicklungsförderung einer Gemeinde überparteilich seien. Nur die parteiübergreifende Zusammenarbeit kann fruchtbringend sein. Dafür erhielt er regen Zuspruch. Als Verein Pro-Nepal haben wir bei diesem Besuch in Sangha erleben dürfen, wie gut die ursprüngliche Projektidee von Helene Ecker-Matscher umgesetzt wurde und wie sie sich weiterentwickelt hat. Wir konnten mit eigenen Augen sehen, wie fruchtbar die Zusammenarbeit von Pro-Nepal und dem Partnerverein SEO war und wie nachhaltig die Dorfgemeinschaft von Sangha unterstützt werden konnte. Besonders schön war das Wiedersehen mit vielen Menschen, die wir nun seit über 15 Jahren kennen. Allen kulturellen und sprachlichen Barrieren zum Trotz verbindet uns ein großes gegenseitiges Vertrauen und eine tiefe Wertschätzung füreinander.